SAP hat schlicht und einfach eine Software für alle Abläufe in den Unternehmen. Es war in den 80er Jahren im Rahmen des R2-Projektes, wurde ABAP erfunden von einer Person. Ein Großteil der SAP, nicht die ganze, aber ein Großteil der SAP-DNA ist in ABAP kodiert. Für diese Domäne Business Software ist ABAP wahrscheinlich weltweit das Beste, was es gibt. Wir haben eine Mordsrelevanz. Mit allem, was wir tun, haben wir direkten Impact auf diesen Planeten. Und wir gehen bis nach oben. Also wir haben ein End-to-End-Programmiermodell da integriert, wo man alles out of the box verwenden kann. Seit ihrer Gründung vor etwas mehr als 20 Jahren befasst sich die SAP ausschließlich mit der Entwicklung von Standardsoftware für kommerzielle Anwendungen. Es war in den 80er Jahren im Rahmen des R2-Projektes, wurde ABAP erfunden von einer Person. Ein Großteil der SAP, nicht die ganze, aber ein Großteil der SAP-DNA ist in ABAP kodiert. Der Herr Rodet hat dann gewissermaßen mehr oder minder am Wochenende diesen ABAP weiterentwickelt. Hat dann noch einen zweiten Kollegen eingestellt, das war mein damaliger Chef Philipp Terre. Und die beiden haben den ABAP aus der Taufe gehoben, und zwar indem sie halt massiv kritische Entwicklungen, die konnte man im Grunde nur am Wochenende machen. Eine Welt, in der jetzt für 2 Wochen keine ABAP-VM vor sich hin tickert, ist eigentlich unvorstellbar. Da war ein Kunde, der dann das Problem hatte, dass der keine Lieferscheine mehr drucken konnte aufgrund eines Bugs, eines Fehlers, den ich da eingebaut hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass bei dem die LKWs auf dem Parkplatz gewartet haben mit der ganzen Ladung, mit den Produkten, die in die ganze Welt gefahren werden sollten. Und die konnten keine Lieferscheine drucken, also konnten diese LKWs nicht losfahren. Und dann haben die mir liebevoll erklärt, was das für sie bedeutet, nämlich, dass sie diese Situation ungefähr 1 bis 2 Tage durchhalten können. Danach gibt es ernste Probleme für ihre Firma, und ich war der Einzige bei SAP, der jetzt dieses Problem lösen konnte. 70 bis 80% aller Geschäftstransaktionen berühren ein SAP-System. Und die meisten dieser SAP-Anwendungssysteme basieren auf der ABAP-Plattform. Wenn man sich das klar macht, okay, wenn ich da richtig gut manage ein Team und die richtigen Leute zusammenziehe, dann hat das auf der Welt ziemlich viel Einfluss. Man sieht nicht sofort den Effekt, aber wenn man sich klar macht, okay, wo sind wir eigentlich überall vertreten? Wenn die aber Plattform, die Basis der SAP nicht mehr da wäre, dann hätten wir ein echtes Problem auf der Welt. Und positiver formuliert ist einfach, der Impact ist immens, und das finde ich ziemlich cool. Das waren schon Drucksituationen, aber letztendlich, wenn man es dann gefixt hat und dem Kunden helfen konnte, das macht auch Spaß. Also, und es hilft vor allem einem, das Setup so aufzusetzen, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. So, das erste Gefühl ist tatsächlich ein Gefühl von Dankbarkeit und vielleicht auch ein bisschen Stolz. Wenn Quartal für Quartal hunderte Mitarbeiter dazukommen, dann entsteht auch ein Freiheitsgrad, wirklich groß zu denken und Dinge anzupacken. Die Sprache, die Technologie, das ist ja viel mehr als nur die Sprache, die hat eine Evolution durchlaufen. Ja? Wenn wir über ABAP reden, reden wir nicht über dieses Classic ABAP, sondern wir reden über moderne Technologie, die ja einfach wahnsinnig mächtig ist. Die Welt wird von der Cloud bestimmt. Wir haben uns hingesetzt mit dem ABAP-Team und haben überlegt, was sind denn jetzt die Dinge, die man heute in einer cloud-basierten Welt wirklich noch braucht? Was sind die Dinge, die wir gebaut haben im ABAP, die man eher nicht mehr verwenden würde, die man also deprecaten würde, wie man das so schön sagt. Und haben die komplette ABAP-Plattform eigentlich refactored und in einem objektiven Test mit einem gemischten Team dann Vergleiche gemacht zwischen den Java- und Node.js-Welten und der ABAP-Welt. Und es kam immer raus, dass bei den relevanten, also für ERP relevanten Kriterien der ABAP hervorragend abgeschnitten hat.